Hallo zusammen, hier ist Timo und heute mache ich ein kleines Unboxing-Video für euch von der Canon PowerShot G9X Mark II. Die Kamera habe ich gerade geliefert bekommen, das heißt, das Ding hier habe ich auch noch nicht vorher ausgepackt. Das wird jetzt für uns zusammen eine Überraschung sein, was alles drin steckt. Eine Überraschung nicht ganz, denn ich habe mich natürlich im Vorfeld informiert über den Lieferumfang, den Canon verspricht, und da werden wir mal prüfen, ob das alles auch so drin ist. Auf jeden Fall ist mir schon mal aufgefallen, auf der Verpackung hier ist ein silberfarbenes Modell mit den braunen Applikationen. Es ist ja kein richtig großes Griffstück bei dieser sehr kompakten Kamera, aber das ist nicht das, was ich bestellt habe. Bestellt habe ich die Variante in schwarz. Hier steht drauf, bitte beachten Sie die Kamerafarbe auf der Seite der Verpackung. Das heißt, Sie haben sich entschieden, das schickere, Geschmacksfrage natürlich, silberbraune Modell hier auf die Verpackung zu bringen und die vielleicht elegantere, nicht ganz so modische, dafür aber dezentere Version befindet sich hoffentlich in diesem Päckchen hier. Also gut, machen wir das auf. Was gibt es hier als erste Info? Hier steht am Rand: Achtung, für die Benutzerhandbücher und die Software besuchen Sie bitte folgende Webseite. Die Canon-Webseite. Okay, Benutzerhandbücher und Software. Jetzt gucken wir, was stattdessen hier drin liegt, weil hier liegt was. Hier liegt irgendetwas, was, glaube ich, in kyrillischen Schriftzeichen verfasst ist und gedruckt in Japan. Japan, das habe ich ganz komisch betont gerade. Das sind irgendwelche Garantiezettel. Eine Information über das europäische Garantiesystem von Canon. Und dann, das ist doch ganz nett, hier ist was gedrucktes mit etlichen Seiten in sehr vielen Sprachen. Handbuch erste Schritte, fängt mit Englisch an, und dann haben wir hier irgendwo eine deutschsprachige Version, wo dann zufällig gerade aufgeschlagen hier auch die Seite ist mit dem Lieferumfang. Also im Karton sollten wir jetzt hier gleich finden, neben der Kamera auch den Akku NB13L mit Sternchentext: ziehen Sie nie das selbstklebende Etikett von Akkus ab. Das Akkuladegerät CB2LHE und eine Handschlaufe. Gucken wir mal nach, ob das alles drin ist. Ich glaube, es ist sogar mehr im Karton. Steht da schon was auf der vorherigen Seite? Nee. Also das Quick-Start-Handbuch mit ein paar Informationen, wie man hier anfängt, in vielen Sprachen, lege ich mir mal kurz an die Seite, so ein bisschen unter den Karton vielleicht. Dann gucken wir mal, ob das auch so ist. Hier die Sicherheitsvorkehrungen, die man sich angeblich im Internet besorgen soll, sind hier, was stand da? Benutzerhandbücher und Software. Ach, Entschuldigung. Also die Sicherheitsinfos sind sogar schon dabei. Ich weiß nicht, wer das immer alles durchliest. Ich gucke da immer mal rein, ob was ganz besonders Wichtiges ist. Aber solche Sachen wie, was haben wir hier? Bewahren Sie die Geräte für Kinder und Kleinkinder unzugänglich auf. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn sich die Schlaufe um den Hals eines Kindes liegt. Wahrscheinlich steht dann irgendwo auch, man sollte das Ding nicht in die Mikrowelle packen, wer weiß. Viele Dinge, die wahrscheinlich mit etwas gesundem Menschenverstand sich von alleine erschließen. Aber bis hin zu, dass man die Kamera nicht auf intensive Lichtquellen wie die Sonne an einem klaren Tag richten soll, weil das den Bildsensor beschädigen kann und ähnliche Sachen. Ist sicherlich sinnvoll, da mal einen Blick drüber zu werfen. Ich tue es an die Seite. Wie geht es hier weiter? Hier bekommen Sie das Maximum Ihrer PowerShot. Registrieren unter der Canon Europe Seite, weil man dann irgendwelche Infos noch bekommt. Okay, Papierkram mal nach da drüben. Verpackung bis hierhin Pappe. Das finde ich ganz gut, dass nicht so viel Kunststoff an der Stelle verwendet wird, wo es nicht unbedingt sein muss. Und jetzt haben wir hier drin, ich packe erstmal das Zubehör aus, soll ja ein bisschen spannend bleiben. Stromkabel. Das ist Kaltgeräte, Stecker hier wie bei so einem, weiß ich nicht, Rasierapparat oder sowas. Zweipolig, Euro-Stecker auf der anderen Seite. Dann ein Ladegerät. Knister, knister. Das ist jetzt wieder wie immer in Plastikfolie.
Canon Battery Charger, DCB2 LHE, Canon Incorporated Made in the Philippines, okay, und der hat den passenden Eingang hier für das Kabel. Jetzt fehlt uns noch die Kamera und die Handschlaufe, okay, also diese Stromleitung hier, die ist natürlich wichtig fürs Ladegerät, aber die war jetzt hier gar nicht erwähnt, dass sie im Lieferumfang enthalten wäre. Der Akku ist da, so gehört sich das. Und hier ist auch putzig klein eingeschweißt die Handschlaufe. Und schließlich das Wichtigste, hier drin ist dann die Kamera. Also alles da, mehr als beschrieben, so muss es sein. Gucken wir mal, wie es der Kamera geht. Blitzeblank, keine Fingerabdrücke auf dem Display, sieht gut aus. Hier vorne auch alles in Ordnung, so auf den ersten Blick. Das ist die Canon G9X Mark II, frisch ausgepackt. Ich werde jetzt als nächstes mal die Batterie aufladen und dann kann es mit der Kamera losgehen.